Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Giant Hunt Video auf Coral Island und am besten tun wir einfach so, als wäre die letzte Folge niemals passiert. Spoiler Alert, es lief nicht so gut. Ihr habt jetzt Zeit, das letzte Video zu suchen mit Giants. 3, 2, 1. Wir haben 50 Giants getötet und literally kein Pop-Up bekommen. Kein X-Product, kein Satire, kein Ori, kein Shining Ori. Einfach absolut gar nichts. Oh, ich habe die Party-Skills entfernt. Oh. Un momento, por favor. Ja, weil ich die mal beim Party-Ziehen aktiviert habe. Deswegen habe ich die rausgepackt. Ja, zum Glück ist mir noch aufgefallen. Aber ja, wie gesagt, letztes Mal kein einziges Pop-Up. Und es war eigentlich das Ziel, immer mindestens einen Pop-Up zu haben, sage ich mal. Also, das war so der Anfangsjoke in der Anfangsphase. Immer mindestens einen Pop-Up, sonst kann ich nicht aufhören, so ungefähr. Aber ich meine, bei 50 Giants ist halt wirklich Schluss, weil es dauert echt lange, so viele zu handen. Und da nichts zu droppen, das tut halt auch richtig weh. Erster Giant Naga heute. Der mich auch noch fast umbringt. Aber auch der ohne Drop. Also ich sag mal so, wenn wir heute wieder nichts droppen, dann hänge ich meine Giant Farm Karriere vielleicht an den Nagel. Aber, also, wenn das passiert, dann fresse ich wirklich einen Besen. Was ich so von anderen Leuten höre, 5 Giants, 2 Shining Oris, ein Giant ohne Drop-Skill, Herneswaffe. Also, ich habe schon die krassesten Sachen gehört. Und ja, ich weiß sicherlich, es gibt auch Leute, die unlucky sind, keine Frage. Aber ja, mal schauen. Erster Violet Kingster, erster Kingster überhaupt. Mal gucken, was er zu bieten hat. The Boy, the Myth, the Legend. Any drops? No. Okay, Giant Kingster. Gib uns das Orikalkum. Erlöse uns von der absoluten Drop-Flaute des Jahrhunderts. Selbst ein Setter hätte es getan, Big Bro. Aber er sagt nein. Alright. Nächster Giant geht down, droppt nix. Und der Violet steht wieder direkt dahinter. Kümmere ich mich natürlich direkt darum. Nächster Violet Kingster. Oh, es war noch rechtzeitig. Puh, ich dachte schon. Jedes Mal, wenn ich kurz nicht hinschaue, kommt direkt ein Skill. Ey. Müsste es eigentlich besser wissen at this point. Genauso wie, dass wir keinen Drop bekommen. Das müsst ihr auch besser wissen. Nächster Giant Naga. Mal schauen, wie lange unsere Drop-Flaute anhält. Also ich meine, aktuell ist sie ja auf jeden Fall bei 50. Also theoretisch müsste ich noch die letzten paar Giants, weil ich denke jetzt mal nicht, dass wir die vorletzte Folge mit einem Drop beendet haben. Die müsste man da eigentlich auch noch dazu zählen. Also ich sage jetzt mal einfach, es sind wahrscheinlich mindestens 5. Das sind jetzt wahrscheinlich bei über 60 Giants ohne Drop. Am Stück. Also kann mir keiner sagen, dass das nicht irgendwie doch ziemlich unlucky ist. Nächster Violet Naga beißt ins Gras. Oder in den Sand. Was auch immer. Bitte Drop. Halleluja. Ich weiß nicht wie viel es waren, aber das war jetzt der 8. Giant-Violet heute. Also Minimum 58, höchstwahrscheinlich über 60. Also das ist wirklich abgefahren, ne? An derselben Stelle, anderer Channel, direkt wieder Violet Naga, diesmal aber ohne Drop. Ja, mal gucken, wie lange es jetzt dauert für das nächste X-Product bzw. Pop-Up. Riesiger Kingster droppt riesiges Nothing. Mist. Nächster Violet King. Oh no. Pref hat getriggert. Aber gefühlt hatte ich auch rechtzeitig geheilt eigentlich. Naja, solange ich nicht gestorben bin, ist ja alles gut. Wobei es in dem Fall jetzt auch nicht so schlimm gewesen wäre. Hauptsache der Boss ist tot. Schlimm ist ein Double Death oder ein... Nur RM ist tot und Boss hat noch viel Leben. Genau. Ja, kein Drop. Ja, verrat mir deine tiefsten Geheimnisse. Das gibt's doch nicht. Der Giant Naga war genau, und ich schwöre genau an der gleichen Stelle und wir töten ihn einfach exakt an der gleichen Position. Anderer Channel. Das ist wirklich extrem selten.
Also wirklich, einfach 1:1 die gleiche Ausgangsposition. Leider hat er auch das gleiche gedroppt, also es war quasi wirklich eine, wie sagt man, eine Wiederholung. Ja. 4. Violet Naga, bisher haben wir alles gefunden, ich habe niemanden gesehen. Freie Fahrt, perfekte Vorlage für einen Orikalkom. Verdammt. Also Orikalkom ist jetzt schon sehr lange her, da hätte ich schon mal gern wieder eins. Weil das sind halt die Items, die ich auch tatsächlich brauche. Also Products sind geil, Products jeder Art und Orikalkom, weil dann fühlt es sich nicht so sinnlos an. Letztes Mal hat sich halt so richtig sinnlos angefühlt, weil ich mich halt nicht mal mit sowas trösten konnte. Ich meine, jetzt rein vom Wert her, also Wert pro Zeit quasi, lohnt sich eigentlich nie, bis man eine Herneswaffe droppt, kann man fast sagen. Nicht wirklich. Also außer du lackst halt komplett rein und droppst dir irgendwie 10 Oris oder so in einer Stunde. Also grundsätzlich ist, sag ich mal, die ob es sich lohnt, Frage, die kannst du eigentlich vorher schon fast beantworten. Also nein, es lohnt sich nicht. Erst wenn Hernes sozusagen. Und selbst da ist dann fraglich bei einem Jojo oder bei einem Slayer, ob sich dann so sehr gelohnt hat. I don't know. Aber wie gesagt, mit den anderen Items, vor allem wenn man sie selber braucht, finde ich, kann man sich ja zumindest drüber hinwegtrösten. Naja, es war nicht ganz umsonst, du hast ja zumindest das und das. Aber wenn du nicht mal das bekommst, dann wird es schon schwierig, weil dann hätte ich halt beim Leveln 5-mal so viel Geld verdient in der gleichen Zeit und hätte noch XP bekommen. Und das tut halt dann schon echt weh. Und da ist auch schon down, unser Mr. Riesiger Kingster und droppt jetzt ein Orikalkom. Komm, Bro, du machst das jetzt. Du machst das jetzt für uns. Du machst das jetzt für uns. Aber den 20er hast du eingesteckt, ne? Den 20 hast du natürlich eingesteckt, den ich dir zugeschoben habe, ne? Aber den Drop gibst du mir nicht. Das merke ich mir, Bro. Das merke ich mir. 4. und letzter Violet King. Einwandfrei alles einmal durchgefarmt. Aber die Ausbeute ist wieder mal trotzdem ernüchternd. Wir haben zwar unser Pop-Up schon bekommen, aber es ist ja das schlechteste Pop... Naja, Moment. Set-Teile sind das schlechteste Pop-Up. Aber vom Ding her, X-Product, definitiv kein Hauptgewinn. Runde Nummer 2, die überwiegend aus Giants bestehen wird. Let's go. Oder fast ausschließlich. Komm schon. Es wird die längste Orikalkom-Drop-Flaute in der Geschichte der Vereinigten Staaten. Obwohl ich da nicht wohne. Giant Naga. Bitte ein Orikalkom. Mit Senf und Mayo. Scheiß Hater. Weiter geht's mit einem weiteren Giant Naga. Achso, Dropskills laufen ja noch, Leute. Trottel. Ach Mann, ey. Also ein Ori wollte ich eigentlich schon jedes Mal haben. Also zumindest wenn wir so viele töten. Also seit wir 40 töten. Riesiger Kingster Krabbenmutanten Dingenskirchen. Einmal Orikalkom bitte. Und vergessen Sie den Senf nicht. Er hat mir nicht mal den Senf gegeben. Giant. Drop nichts. Hält sich wohl für was Besseres, weil er seine Drops alle für sich behält. Dreckiger Abschaum für eines Giants. Meine guten Freunde, wir sind wieder bei den Giant Dorians angekommen. Die anderen Giants wollen nicht mehr beißen, also muss der Kollege hier ran. Hat uns schon ein paar Mal aus dem Schlamassel gezogen. Vielleicht heute wieder, war ja erst Nummer 1 von hoffentlich 4. So, nächster Giant Dorian. Ich habe tatsächlich mein Achievement schon um eine Stufe erhöht. 3% mehr Damage, aber das merkt man so natürlich erstmal nicht direkt. Beziehungsweise 3% mehr Angriff, nicht Damage. Giant Dorian Nummer 3. Ui. Gibt immer noch eine Schelle zum Abschluss. Aber kein Drop. Wieso gibst du mir keinen Drop zum Abschluss, Baby Boy? Oh Baby, ich hab's geschafft, glaube ich. Einmal Drop Skills für 2 Giant Dorian. Aber das auch nur, weil ich ihn wirklich instant gefunden habe. Aber ich war mir so sicher, ich schaff's bestimmt. Ich muss ihn nur schnell genug finden und das war immer das Problem. Aber jetzt hat's funktioniert. And he did. Kein Drop bei den Giant Dorians. Zurück bei den Low Bob Giants. Mr. Kingster is next.
to go down. Without drops. Weiter geht's mit Giant Naga. Königin der Schlangen. Ohne Drop. Oh boy. Spielt den same Song nochmal, aber bitte mit Drops. Hoppala. Das war fast ein bisschen knapp. Gefettfingert. Gefettfingert und dann gepanikt. Aber was macht das schon für einen Unterschied, nicht wahr? Nächster Giant ist ein Giant Kingstar, den ich gerade verzweifelt gesucht habe auf einem anderen Channel, wo er sich mir nicht zeigen wollte. Ich habe es gerade auf Spot geschafft, obwohl neben mir ein Monster stand. Hat wahrscheinlich gemisst, der Loser. Ja, oh, Violet Kingstar. Durchwachsen, kann man sagen. Schon wieder nur ein... Also, was heißt schon wieder? Es war ein Pop-Up, aber es ist halt wieder nur ein X-Product. Komm schon, Violet King, gib uns Orichalcum. Wir wollen Orichalcum. Wir wollen Orichalcum. Man wisst ja eigentlich, wie crazy das ist. Ich hatte ja schon... das ist kein Orichalcum, Mr. Violet King. Aber es ist besser als nichts. Dankeschön, Sir. Wisst ihr eigentlich, es müsste ja extrem selten sein, 2 Set-Teile auf einmal zu droppen, ne? Wie kann es sein, dass ich einmal 2 Set-Teile droppe? Ich meine, die Antwort ist klar. LOL. Instant Respawn. LOL. Instant Respawn. Den haben wir gerade eben gekillt. Den habe ich doch gerade eben gekillt. Ha, geil. Das ist natürlich ein Jackpot. Und damit geht er auch down. Aber was ich eigentlich sagen wollte, war halt, die Wahrscheinlichkeit, 2 Set-Teile zu droppen, klar, es war wahrscheinlich wegen Giftbox. Aber grundsätzlich ist es so crazy, wie wenig ich einfach bekommen habe. Also, nehmen wir mal die beiden X-Products weg, weil es sind ja Violet Drops. Wie viele Giants habe ich schon nichts mehr gedroppt? Also, das ist ja auch echt crazy. Das sind die Art Rekorde, die ich wirklich nicht aufstellen will. Aber leider passiert mir das irgendwie immer häufiger. So, weiter geht's mit ein bisschen Schlangenfleisch. Hoffentlich auch der Violet Naga. Ich meine, der Violet Kingstar war jetzt gerade auf dem Channel, wo ich angefangen habe mit den Violets. Das ist quasi der erste Violet, der gerespawnt ist. Also mal gucken, vielleicht sind die anderen ja auch am Start. Wieder Violet King scheint ein bisschen Respawn-freudiger zu sein als unsere Schlangenherrschaften. Naja, ich meine, mit einem Triple Pop-Up von X-Product würde ich mich wohl auch zufrieden geben. Aber da fehlt dann noch eins in der Runde. Und ein weiterer Giant King. Ohne Drop. Meine Güte. Imagine, ich würde nur die Giants aufnehmen oder ins Video schneiden, die was droppen. Das wäre wirklich armselig. Giant Naga, wie er im Bilderbuche steht. So nah und doch so fern. Also seine Drops. Oh. Endlich mal wieder ein Violet Naga zu Gesicht bekommen. Und der spendiert uns jetzt unser Orichalcum. No. Giant Naga ist am Start. Ohne Drop. Also die Giants, die lassen mich wirklich komplett hängen. Die Violets haben sie zumindest ein kleines bisschen probiert, wieder gut zu machen. Aber die Giants, Alter, was passiert hier einfach nur? Giant Professor Dr. King. Mit dem Drop. Nope. Ich möchte doch nur ein Orichalcum. Bitte. Muss ich darum betteln? Anscheinend ja. Den dritten Violet King von den Respawns habe ich auch gefunden. Ich hoffe, dass ich alle noch finde. Wäre noch ein guter Abschluss. Das ist jetzt auch Nummer 38, glaube ich. Ne, ist sogar Nummer 40 schon. Also unser Mindestkontingent ist schon wieder erreicht. Und das Einzige, was wir jetzt vorzuweisen haben, sind 2 X-Product. Das ist so schlecht. Es ist einfach so freaking schlecht. Orichalcum. Muss ich es noch buchstabieren oder was hier? Ja gut, vielleicht verstehen Sie kein Deutsch. Sunstone. I want a sunstone, please. Can you give me a sunshine stone, please? Ja,
Cringe. Giant Naga Nummer 2 gefunden von 4 für den Respawn. Oh, ich merke gerade eigentlich, dass ich mein AP-Pad rausholen sollen. Ist ein bisschen riskant mit dem CD-Pad in Rage Phase. Aber wir haben es überlebt. Weiter geht's, die Suche nach den Drops. Ein weiterer Giant Naga. Er liegt meinen Pfeilen. Yay! Hanira Boots plus 3. Woo! Baby! Oh, Baby! Let's go! Ich weiß nicht, was das dann insgesamt an Giants war, wo wir nichts gedroppt haben. Also nur Giants, aber es müssten halt legit auch so um die 50 gewesen sein. Wenn nicht sogar mehr. Und das alles, um dann Hanira Boots plus 3 zu droppen. Also das tut einem schon so ein bisschen in der Seele weh, also wirklich. Aber gut, ich habe gesagt, wie kann das sein, bei so vielen Giants kein Set-Teil zu droppen? Und jetzt habe ich meine Antwort. Naja, hier hast du dein Set-Teil. Ja, danke euch, danke, vielen Dank. So, das ist der dritte Violet Naga. Jetzt fehlen uns gleich noch ein Violet Naga. Ah ne, Schwachsinn, noch 2. Oh, da ist das dritte X-Product. Ich habe es mit Ansage. Ich habe es gecallt. Ich habe vergessen, was ich sagen wollte. Achso, genau. Das war der zweite Violet Naga. Jetzt fehlen noch 2 Violet Naga und ein Violet Kingster, wenn ich die noch mitgenommen habe. Also außer ich finde sie jetzt nicht, natürlich, dann callen wir es ein Day. Giant Kingster. Hast du was für uns? Nein. Alright, noch ein Giant Kingster. Und nochmal ohne Drops. So. Letzter Violet Naga. Ohne Drop. Der kleine Mistkerl. Naja, wurde er groß, aber ein Mistkerl bleibt ein Mistkerl. Giant Naga. Hast du noch was für uns? Bitte. No. Mir fällt gerade auf, das hier ist Giant. Und haltet euch fest. Nummer 50. War tatsächlich nicht geplant, aber mir kam heute tatsächlich niemand in die Quere. Und ja, wenn ich komplett alleine bin, bin ich mittlerweile auch relativ schnell, bin ein bisschen routiniert. Und ja, hätte ich nicht gedacht. Aber ist natürlich trotzdem wieder ziemlich traurig. Ich meine, immerhin haben wir was bekommen, keine Frage. Ich meine, es ist nicht so schlimm wie letztes Mal, aber die guten Drops sind uns trotzdem verwehrt geblieben. Allen voran Origalgum. Giant King auf der Suche nach, also Channel 1, laut meiner Liste müsste hier noch ein Violet schlummern, wenn ihn keiner weggeschnappt hat. Und da hier kein Mensch ist, weit und breit, wird das wohl nicht passiert sein. Und da ist er ja auch schon, der Kollege. Der nette Herr mit den Scheren. Mein viertes X-Product hatten wir jetzt so auch noch nicht. Ich weiß nicht mal, ob wir jemals 3 hatten. Aber ich glaube ehrlich gesagt schon. Also es kommt mir so vor, als hätten wir es schon einmal gehabt, ja. Aber ich denke, also ich werde jetzt nochmal kurz gucken, vielleicht findet man noch einen Giant, aber das wird wohl mehr oder weniger gelaufen sein heute. Nothing. Letzter Giant für heute. Giant Nummer 53. Und ja, das Ergebnis: 3 X-Products und 1 Set-Teil. Ich meine, besser als beim letzten Mal. Ich meine, ich will jetzt nicht lügen oder ich will jetzt nicht melodramatisch werden. Aber schon wieder neuer Rekord aufgestellt. Meiste Giants jetzt 3-mal in a row. Neue Rekorde, was die Giant-Anzahl angeht. Und gefühlt droppe ich immer schlechter. Also je mehr Giants ich töte, desto schlechter droppe ich. Was ja eigentlich eine Anomalie sein sollte. Also wie kann das sein, dass ich schlechter droppe, wenn ich mehr töte? Wenn ich nur 20 oder 30 getötet habe, war fast jedes Mal ein Ori dabei. Waren immer Pop-Ups dabei. Dann fange ich an, nur noch 40 zu töten. Lief am Anfang ganz gut. 48, 50, 53 und es läuft schlecht. Oder schlechter. WTF einfach nur. Naja, dranbleiben. Vielleicht beim nächsten Mal. Das war übrigens schon unsere 16. Giant-Session. Also, ja, ich glaube, ich brauche es nicht aussprechen, wie viele 100 Giants und Violets schon getötet wurden. Wir nähern uns ganz langsam, aber sicher der
1000, der magischen 1000 Giants-Zahl. Bis zum nächsten Mal, macht's kurz rein, danke euch vielmals fürs Einschalten. Schaut auf jeden Fall auch im Livestream vorbei, Twitch-Link in der Videobeschreibung und ciao, ciao.